Alrighty, seid liebe Leute, und damit herzlich willkommen zum FAQ. Ja, zum zweiten Mal werde ich die Fragen beantworten. Das Gute ist, ich weiß schon fast gar nicht mehr, was für Fragen dran kamen. Aber wir sind gerade im Livestream, also ich werde vielleicht den einen oder anderen Kommentar aus dem Chat vorlesen. Ich bin natürlich so ein guter Streamer, dass ich sage, hey, ich mache das a cappella, also mit einer Musikband, aber ich lese das einfach dann vor. Mit Name so. Zum Beispiel, Musik ist ein Stück zu laut, das soll ich nicht vorlesen. Alles klar. So, dann machen wir es ein bisschen leiser, denn das wird jetzt eine direkt Uncut-Geschichte. Ja? Auch geil. Mama ist im Video. Jans Mama. Nee, wieso? Also ich denke, jetzt ist es vielleicht ein bisschen besser, aber man soll die Musik trotzdem auch einen Ticken hören, ja? Haben nämlich extra jetzt hier 10 Minuten nach Musik gesucht. Facepalm. Und ja, ich muss dann, also am Ende, das ist das Einzige, was ich nicht live mache, werde ich dann noch reincutten nach der letzten Frage die Gewinner. Die habe ich ja schon ausgelost, also das Bildmaterial ist da. Und ja, die werde ich dann am Ende des Videos, wie gesagt, nochmal reincutten. Ja, die ist immer noch gut laut, so ist es nicht. Geil. Fett. Die wird auch noch lauter. Mama lauter. Und ja, das Schöne ist, wir können jetzt anfangen. Und ich gehe jetzt eigentlich, Moment, chronologisch nach. Neueste zuerst, schauen wir mal rein. 420 Susin hat ganz spät einen Kommentar geschrieben. Also der ist schon längst weg. Trotzdem können wir den natürlich nochmal hier aufladen, weil er einfach nur sagt, er hat 2- bis 3 Mal meinen Code benutzt. Geht ein bisschen Ehre raus an den Kollegen. Aber ich weiß nicht, warum er den Kommentar... Also, er hat den Kommentar geschrieben, um sein Feedback mir dazulassen. Deshalb lese ich ihn gerne vor. Und das war der erste Kommentar aus dem eigentlichen FAQ. Und ja, der YouTube-Kanal ist meine Freundin. Und ich weiß, dass zu dem Thema noch eine Frage kommt. Deshalb werde ich hier nicht ganz so viel dazu sagen jetzt. Also die erste Frage, warum spielst du so wenig beim Hütchenspieler? Man kann halt leider nur einmal am Tag spielen pro Account, deshalb geht halt nicht mehr. Ach nee, Quatsch. Sie meint den Hütchenspieler, Körper. Sie will, dass ich Pilze verliere. Jetzt habe ich gerade an den wie heißt der? An den Würfelspieler gedacht, genau, nicht an den Hütchenspieler. Und warum spielst du immer noch S und F und nicht S und S? Ich sag dazu nur, sie nennt das Spiel sinnlos und sinnlos. Und mein Alter in der Bio ist gelogen, das stimmt. Aber man ist ja so alt, wie man sich fühlt. Da bin ich mit 30 ganz gut dabei. 2 Stunden Video incoming. Nein, Jan, das ist nicht. Mach mal Heavy Metal Dreck im Schädel an. Flori, das kann ich jetzt auch gerade nicht machen. Tut mir auf jeden Fall leid. So, Mentol 2797 hatte geschrieben. Ich schaue jetzt schon ein bisschen länger, spiele auch selber seit 2 Wochen. Meine Frage ist, was ist dein Traumurlaubsort oder ist es ein Land? Und meine Frage zum Game, wie lange du schon spielst und was du denkst, wie viel Zeit du overall schon in S und F gesteckt hast. Allein die Frage habe ich, glaube ich, 10 Minuten lang beantwortet. Tatsächlich, mein Traumurlaubsort kann ich mich nicht festlegen. Also der schönste Urlaubsort, an dem ich bisher war die Karibik in der Dominikanischen Republik. Diese Strände, da gerade Saona Beach, glaube ich, ist, der schönste Strand gewesen. Und das Wasser und dort mit diesen neureichen Yachten rumfahren und von den Booten ins Wasser, also wie in so einem Film, wo dann am Ende alle vom Hai aufgefressen werden. Also die Kulisse war traumhaft und auch der Nationalpark, wo wir da waren, mit Pelikan und also so explizite Pelikaninsel und Höhlen, wo wir da durch sind und auch mit dem Booten unterwegs und im Wasser geschwommen, unter Wasser die Tiere vom Guide bekommen und dann floss so eine schöne kühle Box mit Alkohol war halt AI, ne, ist klar. Das war geil. Und auch Amerika war cool. Also
Aber von den Orten, die ich noch nicht gesehen habe, kann ich es nicht festlegen. Ich denke, dass, also irgendwann ich mir mal die Nordlichter angucken will, definitiv. Und ansonsten wird es mich oft auch, oder in Richtung Amerika oder Mittelamerika könnte es mich nochmal ziehen. Ja, aber Kos war auch ganz schön, muss man sagen. Und ja, spielen tue ich Shakes and Fidget schon seit 2011 mit Pausen. Da kommen noch andere Fragen, da werde ich dann noch mal ein bisschen mehr dazu sagen. Und ja, overall, wie viel Zeit ich in Shakes and Fidget gesteckt habe, also wenn man jetzt, also das kann ich nicht, also ich weiß nicht, wer von im Chat so eine Frau, Tauber hat geschrieben, meine Frau ist nicht meine Frau, ist meine Freundin, Kappa. Wer kann die Frage beantworten? Also, selbst wenn ich jetzt jeden Account immer nur durchskippe am Ende und alles durchklicke schnell, wenn ich das hochrechne auf die Gesamtzeit an Spieltagen, kann ich schon nicht. Also, soweit kann ich nicht zählen, glaube ich. Und wenn man dann noch überlegt, was drumherum mit allein durch YouTube und sowas, das ist, ich kann es nicht in Stunden fassen, in Tagen. Es ist extrem viel. Extrem viel. Ja. Aber es war eine coole Frage auf jeden Fall. Falk0755 hat geschrieben, wirst du noch ein Video machen, in dem du Legendary Dungeon erklärst? Also Legendary Dungeon wurde schon mehr oder weniger, natürlich nicht nur von mir, auch von anderen Creatoren erklärt. Ich habe einzelne Themen des Legendary Dungeons, zum Beispiel wie die Gem of Fates, auch mal einzeln beleuchtet in einem Video, teilweise auf Englisch. Aber ich mache in der Regel immer pro Legendary Dungeon mindestens einen Run per YouTube-Video, wo ich auch erkläre, was ich klicke und warum. Ja, also es gibt ja verschiedene Ansätze beim Legendary Dungeon, je nachdem, was man erreichen will mit dem Run. Und mein Bestreben ist eigentlich immer zu versuchen, mit so wenig Toten wie möglich auszukommen. Ich habe es noch nie geschafft, einen perfekten Run, also wo ich nicht sterbe. Aber ja, es gibt da halt so ein paar gewisse Strategien, die man da anwenden kann, die tendenziell hilfreich sind. Und die erklärt man dann immer High Life. Also wird es jetzt auch, wenn nächste Legendary Dungeon kommt, wird es dann auch wieder ein Video von mir geben. Safe wohl. Ja. Just Trading hat gefragt, wie lange spielst du schon Shakes and Fidget? Was denkst du über die Zukunft von Shakes and Fidget? Ja, also, ne? Wie lange haben wir schon erklärt? Und die Zukunft von Shakes and Fidget. Interessantes Thema. Ich habe natürlich auch mitbekommen, dass das, also nicht die Zukunft, aber die Entwicklung von Shakes and Fidget auch beleuchtet wurde, unter anderem von Tuny letztens. Tja, ich sehe kein Ende so. Also, es gab Zeiten in 2014, 2015 rum, da ging man davon aus, dass Shakes and Fidget nicht mehr lange macht. Dass das Spiel nicht mehr lange gibt. Und es gab auch 2020, 2021 eine Phase, wo man das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob das dann die Performance-Probleme 2022 waren, glaube ich, also die extremen Performance-Probleme, war ja über eine lange Zeit wirklich sehr, sehr schlimm. Ja, zu dem Zeitpunkt hat man auch gedacht, ne, aber gerade was so in den letzten 1,5 Jahren passiert ist, overall, sehr viel positiv. Also jetzt nicht nur aus Sicht eines Content Creators, sondern allgemein. Die Probleme, die das Spiel hat, das sind die Kernprobleme, die es eigentlich schon immer hatte. Also auch schon damals gab es immer wieder Spieler, die teilweise extrem viel Geld reingebuttert haben, die irgendwann aber auch aufgehört haben. Und das gibt es heutzutage auch. Und für Bly Games zählt ja natürlich irgendwo overall ein Gewinn, den sie machen. Und solange das läuft, sehe ich da kein Problem. Und ob sie jetzt alle 6 Wochen oder alle 12 Wochen neuen Server machen, es gibt immer Leute, die irgendwann mal anfangen, Geld zu investieren auch in das Spiel. Und dann gibt es natürlich auch Gott sei Dank immer die Leute, die nicht Geld investieren, die aber trotzdem spielen, damit die ganze Community auch aktiv ist. Dann kommen immer wieder neue rein, manche bleiben dann auch länger, spielen auch mehrere Server teilweise oder Chars, also ich sehe da kein Ende. Und wenn nebenher noch die ein oder anderen Sachen geschehen, ne?
dann ist das auch nicht schlecht. Und da ist auch zuletzt einiges Gutes passiert. Ja. Nicht alles ist gut, aber vieles. 2021 war wild, da gab es nur Probleme, ging bis 22 rein. Okay, also das war auch eine Phase, wo ja, wir natürlich auf YouTube auch viel gefordert haben von Playa Games und einiges ist auch dann, oder vieles ist umgesetzt worden. Was natürlich auch dazu führt, dass man sagen kann, hey, das Spiel läuft jetzt längere Zeit wenigstens gut. Ja, mehr oder weniger. Also schon großteils. Und das ist die Kernkompetenz. Also die muss da sein. Wenn die nicht da ist, dann fällt das halt auch zusammen. Und es hätte schlimmer kommen können. Definitiv. So, Detective Duden, der Fakten-Che. 541, da hat es fürs F nicht gereicht. Wenn du ein Feature von SF Game ändern könntest, welches wäre das? Und da habe ich auch echt wirklich, da habe ich gewusst, dass ich einen Cut machen muss. Also ich hätte da im Video wirklich einen Cut machen müssen, da habe ich erst ein bisschen angefangen zu erzählen. Weil es gibt auch dann noch eine Frage, ich will jetzt nicht vorweggreifen, also mittlerweile fällt mir natürlich auch mehr ein, ne, was noch für Fragen kommen. Ich würde gerne, also ändern würde ich eigentlich den Arena Manager, wirklich. Und dann gibt es aber noch Features, wo ich gerne eine Entwicklung haben würde. Also die will ich nicht grundsätzlich ändern, aber da hätte ich gerne noch das ein oder andere und dazu werden wir dann auch noch mal sprechen, definitiv. Jonathan Frakes 6203 hat geschrieben, auf welchem Server hast du deinen allerersten Char? Das war Server 16 Deutschland. Tatsächlich. Paar 932 hat geschrieben, super, vielen Dank für die Glück an alle. Meine Frage wäre, welche Klasse dir am meisten Spaß macht in Shakes & Fidget? Und das ist auch eine Frage, die extrem schwierig ist. Da hätte ich, glaube ich, auch einen Cut machen müssen. Also für meinen Spielstil, den ich spielen kann. Und an der Stelle sei gesagt, das ist nicht Free-to-Play. Ich brauche Pilze. Ich bräuchte teilweise mehr Zeit, trotzdem sogar. Ohne Pilze könnte ich das Spiel nicht in der Form spielen, wie ich spiele. Oder auch ohne Pilze, ohne Sanduhren, ohne die Beschleunigungsfunktion des Spiels. Und da man hin und wieder da was auslässt, sind für mich die Chars eigentlich am sinnvollsten, wo man trotzdem auch mal ein paar Dungeons legen kann. Weil Dungeons legen, gerade im Early Game, im Mid Game, macht am meisten Spaß für mich. Und deshalb sind es tatsächlich die PvE-Klassen, Berserker und Dämonenjäger an der Stelle. Ich finde auch die Fähigkeit des Revives ist die interessanteste, das habe ich schon immer gesagt, die gefällt mir am besten, weil sie den größten Impact hat. Also Assassine und Kundschafter kann man auch dazu zählen, weil die ja eben auch recht gut sind durch das Ausweichen. Und ja, das hat sich jetzt bewahrheitet, dass es sowohl bei meinen längerfristigen Chars als auch bei den kurzfristigen Chars für mich im Moment am meisten Spaß macht. Und die einzige Klasse, die ich da noch reinzähle, die mir auch Spaß machen könnte, wo ich aber lange nichts mehr gemacht habe mit, ist der Krieger. Und früher, vor einem Jahr, hätte ich gesagt, der Magier. Jetzt habe ich den Magier auf EU1 gespielt und passt nicht mehr so, leider. Ja, im Moment. Kann sich auch immer mal ändern. Mysterion hat gefragt, seit wann spielst du Shakes & Fidget? Habe ich ja schon beantwortet, 2011. Und Made GD hat gefragt, wie zufrieden bist du mit dem neuen Content in S&F der letzten Jahre? Und gute Nacht, Jan. Ja. Na, alles klar, guck dir das an. Ist auch eine schöne Frage, kann man sehr, sehr viel sagen. Ein bisschen was habe ich schon gesagt. Ich definiere Content nicht so, wie es vielleicht jeder andere auch tut. Ich sehe ja alles. Ich sehe es eher als Entwicklung. Also, weil wenn man jetzt rein den Content bewertet, ist halt nicht so viel passiert. Und das liegt aber auch daran, man muss sich immer sagen, Shakes & Fidget basiert auf mathematischen Formeln. Also die Kämpfe, alles was da stattfindet, basiert auf mathematischen Formeln. Und was für eine Art Content kann man da reinbringen, um das Ganze noch interessanter zu gestalten? Weil der Content, der da ist, der ist schon zeitintensiv.
Das muss man auch mal sagen. Ja, also, die Free-to-Play-Spieler sowieso müssen Zeit durch die Alu schon investieren, wenn sie jetzt keine großartigen Lucky Coins farmen, was auch zeitintensiv ist. Und die Pay-to-Win-Spieler, die haben zwar ihre Pilze, aber die müssen natürlich auch in allen Bereichen pro Tag mehr machen, bis zu einem gewissen Punkt. Und ich will gar nicht so viel anderen noch mehr Content und noch mehr machen müssen. Ja. Daher finde ich das, was in den letzten Jahren passiert ist, im Bereich des Gameplays, Legendary Dungeon, Elevator, sehr interessant. Das sind Events und zeitlich begrenzte Gameplay-Features, auf die man hinarbeitet. Ja, wo man sagt, okay, ich lasse halt ein Epic-Event aus, weil ich Legendary Dungeon spielen will. Oder auch Elevator, gerade in Bezug auf die Gilde. Ja, weil ja dann doch ein bisschen die Gilde zumindest zusammenarbeiten kann, auch wenn es natürlich nicht hundertprozentig den Weg geht und sagt, oh, das ist das Gildenfeature schlechthin. Ne? Das liegt aber eher an den einzelnen Spielern. Es gibt Gilden, die wirklich im Elevator zusammen sich den Arsch aufreißen und durchziehen, teilweise ja auch Gildenzusammenschlüsse mehrerer Gilden, die mehr oder weniger zusammenarbeiten und wo es jetzt kein Gildenhopping ist, um die Besten zu sein, sondern wirklich mehr als 50 Spieler versuchen, das beste Ergebnis zu erreichen. Das finde ich mega geil. Und von der Sache her kann ich das sehr positiv bewerten, zumal eben die grundsätzliche Performance-Entwicklung gut ist. Es wird an Klassen gearbeitet, was prinzipiell nicht schlecht ist, auch wenn die Ergebnisse nicht immer perfekt sind. Ja. Es gibt auch Sachen wie zum Beispiel Expeditionsevent. Ich finde es interessant, dass das kommt oder gezeigt wird und dass man es auch testen kann. Das sehe ich auch als eine Entwicklung. Das gab es früher nicht. Und natürlich auch der ganze Bereich rund um Twitch, YouTube, also Player Games ist deutlich transparenter geworden. Der einzelne Spieler kann sich auch eher damit verbinden. Es wird mehr mit der Community gearbeitet. Das war früher immer so eigentlich so ein bisschen separat. Ja, und das ist ja richtig gut eingeschlagen. Also da haben ja alle Seiten davon profitiert. Player Games, weil deutlich mehr Leute eben auch Content machen zu Shakes and Fidget und nicht nur Gameplay-Content. Die Kreatoren selber haben da was davon. Und natürlich die Zuschauer, weil sie viel mehr Content zu Shakes and Fidget kriegen. Ja. Also, ich sehe es ein bisschen positiv zu 80-90%, aber nicht nur in Bezug auf rein Gameplay-Content. Da ist sicherlich Luft nach oben, aber was? Welchen Content kann man reinbringen, ohne dass man noch mehr Zeit pro Char investieren muss? Ja, die Frage muss man sich halt auch stellen. Auf Basis des Spiels. Arena Manager ist der einzige Content, der nicht so funktioniert und geil finde ich ihn nicht. Ist halt nur ein Browser-Game, sagt Taube. Find's gut, wenn man nicht viel Zeit dazukommt. Also, und Plotz hat geschrieben, ja, die ganzen Beta-Server oder Umfrage zur neuen Klasse schon gut. Ja. Und es ist nicht, jeder findet alles immer so notwendig, ne? Aber wenn sie es nicht machen würden, dann wäre es viel schlimmer. Muss man so sagen. Ace Hard, also deshalb danke für die Frage, Made. Ist ja auch ein Thema, wie gesagt, was in der Community jetzt auch durch andere Videos auch schon rumging. Ace Hardlight 8761 hat geschrieben, vielen Dank für die Chance. Wie viele Likes spielst du aktiv und welcher Server ist deiner Meinung nach der beste für einen Neustart? Grüße an alle, viel Glück euch. Auch eine gute Frage. Also aktiv spiele ich im Moment S7 Deutschland. Wir können ja mal umschalten, fix. S7 Deutschland, solange wie das Projekt der Elevators noch läuft. Berserker Aufholgilde. Aber da mache ich jetzt nicht so viel am Chart tatsächlich. EU1 spiele ich auch aktiv, da war ich jetzt eine Weile gildenlos, weil ich mich nicht abgemeldet habe im Urlaub. Bin aber wieder aufgenommen worden. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich den Char aufhöre, wenn das jetzt nicht klappt. Weil mir der Magier halt dann doch nicht so viel Spaß macht im Moment. Aber der Char ist halt auch in der Dungeon-Pause. Muss ich also auch nicht viel machen. Ziehe ich ihn weiter mit. S41, da muss ich dann noch spielen. Mein höchster Char. Assassine spielt
auch nicht, also ich mache schon viel, aber da geht auch mal hin und wieder was verloren. Ich habe auch keinen Sitter jetzt gehabt im Urlaub. Ich sehe den jetzt nicht so krass competitive mehr. Ich will mit dem Char einfach durchziehen und alles irgendwie erreichen. Das ist halt, das ist der Char, wo ich das am ehesten schaffen werde. Und wie gesagt, Assassinen prinzipiell mag ich ja nach wie vor. Da war auch sehr viel Geschichte dahinter auf meinem YouTube-Kanal. Deshalb geht der immer weiter. Das ist mein Main-Char neben EU5, wo ich natürlich auch durch das Projekt mit Order 66 spiele. Die Festung auf 20 relativ schnell gezogen. Jetzt dabei die Hall of Night. Bin auch nicht der Beste da drin und spiele jetzt auch einige Features nicht mehr so krass. Und auch hier, es war der einzige Server, den ich in meinem Urlaub gespielt habe, aber auch hier habe ich 2 Tage lang verpasst. Stört mich jetzt nicht mehr, ich gehe da nicht mehr so rein. Ich bin immer ambitioniert, wenn ein Server startet und dann am Ende wird es nicht, aber ich will hier mir den Spaß nicht nehmen, deshalb fahre ich meine Ziele einfach runter und spiele halt weiter und guck, was kommt. Hier müssen wir auf jeden Fall bald was machen. In den nächsten Legendary Dungeon, wann auch immer dann der kommt. So, was hat er noch gefragt? Bester Server für Neustart Türkei 5, schreibt Blotz. Das habe ich tatsächlich jetzt erst mitbekommen, dass ihr da so ein Ding habt. So richtig stark ist der Server nicht, also tatsächlich, wenn man was erreichen will. Aber vielleicht wird der irgendwann noch fusioniert, ne? Das ist halt auch die Frage, ob man das dann noch so gut schafft. Taube schreibt S39, super für einen 320 Aufholer, weil eine Taube hat sein Main-Shop S39 in Bersi. Die brauchen Leute. Wenn man jetzt, sag ich mal, nach der Aktivität der Server geht, sind die ältesten Server Deutschland 1, Deutschland 2, glaube ich, sehr gut. Ist, W1 International, W50 International, der ist nicht ganz so alt, ist auch noch sehr, sehr aktiv. EU1 International ist auch noch ganz gut dabei. Die ist natürlich auch nicht so alt. Ich weiß nicht, ob W1 International oder W7 International war, glaube ich, früher mal. Da bin ich nicht so drin, da sind andere ein bisschen mehr drin. Also die sind wirklich noch sehr aktiv. Natürlich haben wir auch jetzt die fusionierten Server. Da kann man sicherlich auch reingucken. Wobei die tendenziell nicht stärker sind als jetzt zum Beispiel Server 1 Deutschland. Ja. Und, was hat er noch geschrieben? Achso, nee, das war's. Danke für die Fragen. ZMR3 hat geschrieben, was ist dein Lieblingspet von jedem Habitat? War auch eine coole Frage, da weiß ich gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber ich bin auf jeden Fall reingegangen ins Game, weil auch sprachlich das ein bisschen schwierig ist. Also ich bin bei Schatten ein sehr großer Fan von Rosa Lynx. Erstens, weil man es gut schaffen kann, das zu bekommen. Zweitens ist es stark im PvP. Auf EU5 habe ich es halt leider verpasst, weil ich den Tag, diesen Donnerstag damals verpasst habe. Bin ich auf Plederadaz gegangen, Bettlacher. Ist auch okay. Aber Rosa Lynx ist eigentlich da so mein Favorite. Bei Licht hatte ich eigentlich vor, Iowatt zu spielen. Und wenn das geklappt hätte, hätte ich gesagt, Iowatt ist mein Lieblingspet. Hat leider nicht geklappt, deshalb ist es Tink. Tink ist einfach mega solide. Stark sollte man am Anfang auf jeden Fall spielen. J-Clops kann man zwar auch spielen, aber PvP-technisch ist Tink einfach geiler. Ja. Bei Erde ist es Lillipon. Lillipon ist einfach das stärkste Starterpad overall. Ja, man kann damit das 15. 15, 16, 17, 18, 19, das 14. Pad locker freischalten. Lillipon einfach, na, Beste. Bei Feuer, da ist es Dragopyr. Aus ähnlichen Gründen. Es ist halt einfach sag ich mal, als zweites Pad, wenn man es als zweites Pad spielt, das ist schon ein bisschen härter, da muss man mit Gulps ganz schön reinschluchzen, ist es einfach auch extrem stark. 15. Pad, auch Dexterity technisch. Also, das ist einfach Muss im PvP, ja. Und bei Wasser, ja, bei Wasser bin ich ein bisschen unentschlossen. Tatsächlich finde ich Evilgrim ganz nice als zweites Pad. Irgendwie besser als Tintak. Aber Watnake ist natürlich geil und ich muss sagen, dass ich Hydrospear irgendwie von den 3 finalen Pads, warte mal, auf dem Server ist es ein bisschen schlecht. Gehen wir mal auf den Server hier.
Also hier haben wir Hydrosphere, hier haben wir Unicore und da haben wir Poisnake und ich weiß nicht, Hydrosphere gefällt mir irgendwie am besten vom Design auch, weil es natürlich so ein bisschen an Gyarados erinnert. Mich von Pokémon, muss ich dazu sagen. Ja, also das ist so ein bisschen der Grund. Also deshalb bin ich unentschlossen, ob ich sage, Evilcrim ist es oder Watnake, also Fluid oder halt Hydrosphere. Da. Die sind für mich gleich auf im Moment. Das ist mal eine sehr coole Frage, muss ich sagen. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Anonym 6090 hat geschrieben, hast du schon mal drüber nachgedacht, mit S&F ernsthaft aufzuhören? Wenn ja, was war der Hauptgrund für diesen Gedanken? Ja, und da kommen wir zu der Sache, wie lange ich schon spiele und wegen Pausen. Es gab Phasen, wo ich wirklich aufgehört habe. Also da habe ich es nicht als Pause gesehen, sondern da hatte ich wirklich gesagt, ich spiele Axel Fidget nicht mehr. Das war 2015, also 2016 rum, auf 2016 ich dann einen neuen Kanal auch auf YouTube gemacht, habe mich da anders orientiert. Habe auch kein Axel Fidget mehr gespielt. Hab's trotzdem mehr oder weniger auch hin und wieder verfolgt. Aber bin dann erst 2018, 2019 wieder richtig eingestiegen. Und der Grund war, dass ich halt ja, eigentlich wie jetzt auch gerne neue Server gespielt habe, weil man immer eben neue Server einfach, die ganzen neuen Leute, die man kennenlernt und Projekte, Ziele, die man hat, dann auch immer Geld ausgegeben habe, weil ich natürlich auch dachte, auf YouTube Pay-to-Win-Content, ne, Dungeons und was auch immer, das ist immer lukrativ, das schauen sich die Leute gerne an. Ja, und dann habe ich es übertrieben. Bin einfach über meine Verhältnisse gegangen und das war halt nicht so geil. Und das hat dazu geführt, dass ich mich dann sehr einschränken musste, was wiederum dazu geführt hat, dass ich sehr, sehr viel Spielspaß also verloren habe. Und ja, damals gab es ja auch die ganzen Features noch nicht. Also ich habe aufgehört, da wurde gerade die Festung und W1 International announced. Und als ich dann wieder angefangen habe, habe ich natürlich gemerkt, wow, Pets und alle, was da alles Neues gibt. Das hat mich natürlich wiederum gepackt. Und das letzte Mal, wo ich so nachgedacht habe, aufzuhören, wirklich auch das auch per YouTube auch erwähnt habe, war, als es so krasse Performance-Probleme gab. Weil diese krassen Performance-Probleme haben dazu geführt, dass ich halt nicht mal noch binnen 10 Minuten wenigstens meine Abenteuer durchskippen konnte, weil es einfach so krass geleckt hat. Oder ich habe mir Zeit genommen zum Spielen, habe gesagt, okay, ich mache halt meine Abenteuer eher und ich konnte mich nicht einloggen. Das hat mich sehr hart getroffen damals. Ich war Gott sei Dank nur auf einem Char wirklich sehr aktiv. Das war S41. Und es ging zwar eine lange Zeit, aber es hat sich gebessert und die Performance wäre für mich, wenn die wieder langfristig schlechter werden würde, auch ein Grund zu sagen, ich mache einen Cut. Ja. Also das ist für mich ganz, ganz notwendig. Noch mehr heutzutage als früher. Sponsoring hin, Sponsoring her. Muss man so sagen. Ist wirklich echt extrem. So, Blizzard hat geschrieben, beste Taktiknummer ist Free-to-Play, Spieler-Player Pilze auszugeben und was deiner Meinung nach die beste Klasse? Ich finde es übrigens cool, dass du 2 Gewinner machst. Also die beste Klasse, die Frage hat man ja noch nicht so in der Art. Ich finde, es gibt overall keine beste Klasse, denn es gibt Faktoren, die man kann die Klassen eher nur nach einzelnen Faktoren bewerten. Das ist PvE, das ist PvP. Ich unterscheide aber beim PvP auch aktiv und passiv. Heißt, aktiv bedeutet, du selber spielst die Klasse. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei 100 Versuchen, den Gegner halt zu schlagen? Ähnlich wie beim PvE. Und passiv. Ja, also wenn du in der Ehrenhalle von einem Spieler 1-2 Mal angegriffen wirst, ist eher die Chance, dass du gewinnst bei gleichen Werten oder ist eher die Chance, dass der Gegner gewinnt? Weil das macht halt auch nochmal einen Unterschied, gerade wenn man versucht, auf Ehrenhalle zu spielen. Ja, wie viele Pilze müssen denn die Gegner tendenziell ausgeben, um dich zu schlagen? Und das alleine sind 3 Faktoren. Dann könnte man auch noch sagen, noch so ein Bewertungsfaktor, ne? Also, was jetzt? Man müsste nach jeder einzelnen Kategorie die Klassen bewerten und dann für sich
ein Gesamtergebnis. Dann gibt es auch noch natürlich Free-to-Play und Pay-to-Win-Spielweise. Also die muss man ja auch berücksichtigen. Geht alles so ein bisschen mit ein. Für mich im Moment ist eine sehr gute Allrounder-Klasse halt der Dämonenjäger. Was klar ist, durch seine Stärken im PvE vor allen Dingen. Ist im PvP aber auch nicht so schwach. Kundschafter ist da auch sehr weit im Kurs, kann man da sagen, weil der auch Free-to-Play halt ganz gut spielbar ist. Berserker geht auch noch. Und dann eben Fragezeichen Krieger, PvE-technisch zwar nicht, PvP-technisch sicherlich ein Vorteil. Im Battlemage bin ich im Moment nicht so der Fan von. Ja. Und beste Taktiken, um als Free-to-Play-Player Pilze auszugeben. Ja, das ist ein Argument von Plots, dass der Battlemage noch weniger Schwankungen hat als der Krieger, alleine schon durch seine Fähigkeit. Das macht Sinn. Im Free-to-Play-Bereich machen die Klassen Sinn, die am wenigsten Schwankungen haben. Da macht der Dämoniker tatsächlich nicht so viel Sinn. Obwohl er auch, wenn man Glück hat, halt einen fetten Versuch rausballern kann, ja. Also, ja, das ist halt wieder, man muss die ganzen Kategorien sehen, Pay-to-Win und Free-to-Play. Also es sind eigentlich 6 Kategorien, die man bewerten müsste. Mindestens. Und die beste Taktik, um als Free-to-Play-Player Pilze auszugeben, da bin ich leider nicht der richtige Ansprechpartner. Klar sagt man sich Alu am besten zu Events und sowas, ne? Also, dass man sich das Reittier auch zu Events holt, bestenfalls, wenn man es halt nicht schafft, permanent 50% Reittier zu haben. Man muss halt viel Lucky Coins farmen. Und man darf halt keine Pilze sinnlos ausgeben. Also, es gibt sicherlich noch bessere oder ausgeklügeltere Aussagen. Da gibt es aber andere Spieler oder auch Content Creatoren, die da eben, ja, die man da eher fragen sollte. Also ich glaube, Raid Boss Nunu ist ganz gut im Free-to-Play, auch um das zu erklären, wenn man es wirklich um effiziente Spielweise geht, aber es gibt auf jeden Server wirklich auch Spieler, die Free-to-Play durchziehen. Und teilweise auch recht weit sind, wo ich mir in meiner Players to Watch sogar sage, krass, dass die das schaffen. Nicht schlecht. Und Taube hatte geschrieben, oh, Knuffi TV ist auch da. Was für Giveaway und Hallo. Ja, das Giveaway ist schon verlost. Ich zeige nur noch die Gewinner anlässlich meines FAQs vor meinem oder in meinem Urlaub. 50 € durch den Content Creator Bonus. Und ja, das FAQ kam leider noch nicht. Ja, ich habe es aufgenommen und dann war kein Ton drin. Ja, deshalb mache ich es jetzt nochmal live im Stream und das kommt dann am Dienstag auf YouTube. Taube hat dann noch geschrieben, würde sagen, Kundi ist auch Free-to-Play gut geeignet. Man kann gut Dungeons legen, ist stabil im PvP und im Gegensatz zum Assa nur eine Waffe. Das ist halt auch das Ding. Der Assassine ist halt schwieriger zu spielen aufgrund der 2 Waffen. Ansonsten finde ich ihn sogar noch konstanter und stärker im PvP. Also das ist ja eigentlich auch Fakt. Aber dann für Free-to-Play halt nicht so gut geeignet. Ja. Rice hatte geschrieben, bezüglich der Frage, welches Klasse ist overall dein Favorite? Habe ich gesagt, im Moment ist es tatsächlich Dämonenjäger, Kundschafter, Bersi. Die sind für mich so gleich auf. Assassine und Krieger kämen danach. Taigo hatte gefragt, was ist für dich das nervigste Feature in Shakes and Fidget? Arena Manager. Nach wie vor. Wobei das Feature an sich ja besser geworden ist, aber mich nervt es extrem, dass der Arena Manager, wenn die Zeit des Händlers um ist und man in den Server reingeht, ohne dass man auf den Arena Manager klickt, starten diese 2 Stunden des Händlers. Und auf EU5 ist es mir echt krass passiert. Ich zeig's euch mal. Also auf EU5 habe ich es richtig gemerkt. Ich musste auf EU5 ja immer wieder rein, um meine Festungspartnerschaft zu spielen. Teilweise war ich dann aber erst nach 3 Stunden wieder online. Und wenn sich dann der Arena Manager hier gestartet hat, ich war vorhin online, 14 Minuten ging das jetzt schon, dann liefen die 2 Stunden ab. Ich bin nach 2,5 Stunden oder 3 Stunden online gekommen und habe dann hier wieder 17, 18 Stunden stehen gehabt. Und das heißt mir mehrfach passiert zum Serverstart, obwohl ich vorhatte, durchzuziehen mit dem Arena Manager. Also ich mache es ja auch. Oh, ich habe sogar meinen ersten Platin-Boost jetzt hier, geil. Also auf dem Server mache ich das mit Platin, ziehe ich durch. Ja. Aber das ist für mich das nervigste Feature, dass der Arena Manager automatisch getriggert wird, wenn man sich einfach nur auf den Server einloggt, im Prinzip.
Ohne dass man aktiv, ich hätte mir gewünscht, man muss aktiv auf den Arena Manager gehen, damit die 2 Stunden starten. Ja. Aber gut. Rate mal, wer sein Handy verloren hat. Knuffi, TTA, oh Gott. Ich muss noch ein Giveaway machen. Wir müssen ein Handy verlosen an Knuffi. Ja, ihr könnt ja auch mal überlegen, also was für euch das nervigste Feature ist, ja. In SF. Hi und Rüssel, danke erstmal für die Chance, hat Berkan Noglumia 4620 geschrieben. Was ist deine Lieblingsklasse in SF? Das haben wir natürlich gerade schon beantwortet. Zuckerkowski hat geschrieben, könntest du dir vorstellen, in Zukunft nochmals deinen Creator-Avatar zu ändern? Und wenn ja, wie? Auch eine coole Frage gewesen, stimmt. An die habe ich gar nicht mehr gedacht. Man muss ja dazu sagen, dass Playa Games auf mich dann zukam und meinte, ja, wir würden einen Avatar machen, willst du das machen? Und habe ich natürlich gesagt, klar. Aber ich hätte selber, wäre ich nie auf die Idee gekommen, nachzufragen. Ja? Obwohl ich ja schon gesponsert war. Und genauso ist es jetzt. Ich mag es irgendwie nicht, da explizit danach zu fragen. Wenn das Angebot kommt, würde ich es definitiv annehmen. Und dann hätte ich aber auch die Hoffnung, dass ich auch vielleicht zwischen 3 Bildern, also dass man 3 Bilder zur Auswahl hätte und vielleicht sogar die Community voten kann. Das wäre natürlich extrem cool. Und ich würde es dann auf jeden Fall machen. Und ich würde vielleicht auch versuchen, ein oder 2 dieser Bilder dann ein bisschen, ja, extraordinär zu gestalten. Aber wie genau, wüsste ich nicht. Ich glaube, das ist dann eine spontane Geschichte. Ja. Also das... Ja, mal gucken, ob dieser Moment mal kommt. Okay, die meisten sagen Arena Manager. Und dass das Handy weg ist. Und ja, Rudis wurde geklaut, stimmt, das habe ich auch gelesen. Natürlich extrem scheiße. Aber man kann da... es kann immer passieren, ja. Beides kann leider immer passieren. Ja, Plotz und das Thema mit den Max-Runen finden und dass selbst beim Durchspielen nicht alles Max-Runen hat. Das ist genauso wie, dass man maximale Gem-Mine hat und trotzdem nicht den maximalen Gem bekommt. Das sind auch Faktoren, die sind nervig, aber es ist halt, Shakes and Fidget ist halt mathematisch RNG. Ja. Und das gehört halt dazu. So, Rayleigh hatte geschrieben, danke für den... Was würdest du an Shakes and Fidget ändern, wenn du könntest? Zum Beispiel mehr Dungeon für High-Level-Spiele oder anderes. Genau. So eine ähnliche Frage hatten wir zu Beginn, da habe ich sie noch nicht so krass beantwortet. Arena Manager habe ich schon durch. Mehr Dungeon für High-Level-Spieler würde ich nie Nein sagen. Aber man muss halt auch gucken, dass dieses Rad mit den höheren Level-Caps und mit der XP-Bremse und Goldkurve und wie viel wird es? Es macht ja nicht, es hat ja nicht mehr so einen hohen Impact, ja, weil man ja Level Cap, also ein XP Cap hat und auch ein XP Cap bei den Dungeons. Also das würde nur das ganze Prozedere eines High Level Chars ein bisschen in die Länge ziehen, aber ich würde nie Nein sagen zu Dungeons. Was ich gerne ändern würde, das sind 2 Dinge. Das eine ist, ich gehe mal wieder ins Spiel rein, da kann man das ganz gut nachvollziehen vielleicht. Wir gehen mal auf EU5. Ne? Auf EU5 haben wir Festungen. Mittlerweile habe ich Festungen auf 20. Ich gehe also gar nicht mehr in die Daily-Angriffe deutlich rein, weil die meisten Gegner mir sowieso keine Ressourcen bringen, weil ich ja viel geskippt habe. Die meisten Ressourcen kriegt man über das Glücksrad. Ja, und die Ressourcen, die hat man, sammelt man und dann gibt man sie auch gleich wieder aus. Ja. Ähnlich ist es in der Unterwelt. Da geht mein Gladiator drin auf 14. Jetzt die Seelen, ja, jetzt war Seelen-Event, das heißt, ich werde den bald skippen und dann werde ich Heart of Darkness auf 15 starten, Soul Destructor auf 15 starten. Ja, die Ressourcen, die man hat, gibt man relativ schnell aus. Geht man jetzt aber auf ein bisschen ältere Server, wie EU1, dann ist das hier voll. Das alles ist voll. Obwohl ich nicht krass aktiv spiele. Allein schon durch die Events. Und da man halt nicht... Klar, hier müsste ich einen Ausbau mal wieder starten jetzt. Hier baut sich gerade was aus. Da man nicht skippt, da ich hier nicht skippe auf dem Char, ist das wurscht im Prinzip.
Und die Einheiten, die man hier hat, die verpuffen halt, ja. Und ich hätte gerne, dass Features eingefügt werden, die zur Festung, es gab mal eine Idee, die hatte ich im Forum, die hatte ich vorgelesen, Festungsraids. Also, dass jeder Spieler in der Gilde mit parallel zu seinen eigenen Einheiten, ich habe nicht mal Einheiten ausgebaut, siehst du, die er ausbaut, um Festungen anzugreifen, vielleicht, auch sagen kann, nein, ich mache einen Festungsraid. Und wenn das 50 Spieler machen und ein gewisses Ergebnis erzielen, dass man dann vielleicht gewisse Belohnung bekommt. Also ich würde gerne diese Features, die für den Serverstart sehr wichtig sind, teilweise auch einige Monate lang gut bespielt werden, wie Festung und Unterwelt, aber am Ende irgendwie nur noch dazu da sind, dass man ein Gebäude ausbaut. Da würde ich gerne mehr haben. Ja. Und deshalb ist so ein Thema Festungsraids, fand ich da sehr interessant. Und zusätzlich natürlich auch den Marktplatz, den mehrere Content-Creatoren gefordert haben. Auch ich, auch schon sehr lange. Zum Serverstart bräuchte ich andere Ressourcen, ne? Wenn man zum Beispiel jetzt den hier nimmt, den Kollegen, und man kriegt nicht die Ressourcen, die man braucht, dass man dann eine Chance hat, die halt vielleicht zu tauschen gegen Gold oder so. Alternativ, dass man hier auch auswählen kann beim Hütchenspieler, welche Ressourcen man kriegen will. Es gibt ja Früchte, es gibt Holz, es gibt noch andere Ressourcen, auch Metalle zum Beispiel, dass man hier quasi eine Auswahl hat von 8 oder 9 Ressourcen, die auf 6 Würfelseiten halt passen. Ja, und wenn ich halt eine Woche später andere Ressourcen brauche, dass ich mir die Auswahl, was dann kommt, ist ja immer noch random. Aber dass ich auswählen kann, was auf den Würfeln drauf sein soll. 6 verschiedene Bilder von 8 oder 9 Ressourcen. Das fände ich auch geil. Das sind aber nur Kleinigkeiten. Was ganz groß und ganz wichtig ist, was ich auch schon seit zig Jahren geändert haben will, seitdem es Shakes & Fidget 1 nicht mehr gibt, sind die statistischen Funktionen in der Ehrenhalle, die ja nicht da sind. Ich würde gerne nach Klasse sortieren können. Ich würde gerne nach Level sortieren können. Ich würde gerne auch vielleicht nach Stats sortieren können. In der normalen Ehrenhalle, in der Gilde würde ich gerne nach Durchschnittslevel, nach Hall of Night, nach Gildenhydra oder auch gewisse Sachen ausklammern. Die Daten sind alle da. Shakes & Fidget Tools kann die für alle verarbeiten. Das im Spiel zu haben, wäre für mich ein Träumchen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich ziehe auch meinen Hut vor Basi, aber es gibt ja auch einen Grund, warum Dorsa das nicht selber macht, sondern Basi, weil man sich auch mit dieser Tools-Materie, weil man wirklich gezielte Sachen haben will, muss man sich da auch sehr reinarbeiten in das Ganze und man muss sich auch die Zeit nehmen, sich die Daten zu ziehen. Und wenn man das nicht macht, kann man sie natürlich auch nicht auf YouTube bringen. Basi macht es gerne, macht es gut. Und für Dorsa natürlich gut, dass er dann seine Sachen zur Verfügung stellt. Ich würde gerne einfach meine statistischen Themen, die ich auswerten will, in-game haben. Und ja, dazu gehört zum Beispiel auch, wie bei Shakes & Fidget 1, dass man wissen konnte, wie viel Abenteuer hat denn derjenige gespielt. Derjenige Char. Ja. Und dann konnte man Tag für Tag schauen, wie viel Abenteuer hat er gemacht. Das ist nur ein Beispiel. Finde ich sehr, sehr wichtig. Also das würde ich sehr, sehr gerne ändern. Ja. Und im kleinen Detail gibt es sicherlich noch andere Dinge, aber das sind so die wichtigsten Funktionen. Ja. Geile Frage. Absess hat auch geschrieben, auf welchem Weg hast du das Spiel für dich entdeckt? Am Anfang kann man den Weg machen, außer Alu. Wieso war es trotzdem interessant? Habe ich auch schon mal erzählt, aber ist klar, die Leute wissen das nicht. Gerade die neu hinzugekommen sind in den letzten Jahren. Shakes & Fidget habe ich entdeckt, weil ich ein anderes Online-Spiel gespielt habe. Hexball, das war so ein bisschen Air-Hockey auf Webbrowser-Basis. 4 gegen 4 konnte man da spielen, da gab es richtige Ligen. Und über Websites mit Forum und so. Und diese Liga hat sich auch durch Werbedeals finanziert. Und die sind damals einen Deal mit Player Games eingegangen. Da weiß ich noch, wie im Forum irgendwie ein Post war hier. Neuer Partner, der uns ein bisschen supportet. Im Gegenzug bitte ich euch 2 Wochen lang, da sind wir dann zu 20, 30 Leuten auf den Server 16 damals. Das war der neueste Server. Haben dort eine Gilde gegründet und haben dort gespielt. Ja, das war der Clou. Ich weiß nicht, was Player Games dafür gegeben hat, aber die hat halt
diese Liga supportet dann. Und für Blygames war es halt gut. Ne? Neue Spieler reingezogen, ne? Spiel kennenlernen. Und letztendlich haben sie mich dadurch gewonnen. Also was auch immer sie damals geldtechnisch investiert haben für diese Liga, haben sie durch mich locker rausbekommen. Ja, was hat mich dann so gepackt? Also zum einen war es das Spiel an sich, weil ich das cool fand, cool designt und es war halt machbar. Ich habe ja damals auch schon das Thema Zeit immer irgendwie gehabt. Es war gut machbar, es war stemmbar. Und es gab einen Spieler, der war 30 Level über allen anderen und ich dachte, wie geht das? Und so bin ich überhaupt mal an das Thema Pilzen gekommen, also was man wie machen kann. Ich habe viel gelernt und habe gleichzeitig natürlich auch auf YouTube viel geguckt, allgemein gerne, und habe auch festgestellt, es gibt Content, also es gibt YouTuber, die Shakes and Fidget Videos produzieren. Oder, also Livestream war damals noch nicht so das Thema, 2012. Vereinzelt ja, aber noch nicht so gang und gäbe. Und das hat mich halt auch gepackt. Und ich habe ja dann auch deshalb 2012 angefangen, meine ersten Videos auch zu machen. Und damit habe ich dann auch einen gewissen Erfolg gehabt, Aufrufzahlen. Das hat mich immer gepackt, weiterzumachen. Ja, so führte dann eins zum anderen, ja. Das, Taube ist rappt krass, habe ich vor dir gespielt. Bei mir war es damals erst 12. Ja, das waren dann 8 Monate vorher. Damals war ja noch alle 2 Monate. Ganz früher gab es nur alle und 9 Dungeons. Tatsächlich bin ich auch nur durch Freunde dazu gekommen. Genau, ganz früher gab es das nur, aber es hat gereicht, weil bis man das mal durch hatte, hat ja schon ein Jahr gedauert. Level 300. Ja, über ein Jahr. Meisam hat geschrieben, wann eine Hanrizzle-Gilde? Im Moment nicht. Die wird es wahrscheinlich auch nie geben. Wenn ich mal wieder eine Gilde announce, und das könnte vielleicht im nächsten Jahr mal passieren, dann wird die anders heißen. Der neue Let's Player hat geschrieben, warum gibt man so viel Geld aus? Ich meine, 320 Alu und Greif wären nur 10 Pilze über den Tag, wenn überhaupt. Ist es das wirklich wert, so viel Geld mehr zu investieren für das bisschen Glücksrad, AM Legendary Dungeon Elevator? Und Frage 2, was wünschst du dir an Shakes and Fidget? Die Frage 2 habe ich ja schon soweit beantwortet. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass diese Twitch-Drops permanent, also das wusste ich auch erst seit heute, dass tatsächlich die anderen Streamer ja nur die Twitch-Drops bekommen haben, weil der offizielle Stream nicht stattgefunden hat. Was nicht schlimm ist ja auch gut, aber ich denke, das ist gut angekommen und es hätten sich einige Streamer wirklich verdient, das permanent zu haben. Aber ansonsten habe ich die Frage ja vom Gameplay, vom Inhalt schon beantwortet. Und die erste Frage, ja, ist es das wert? Es ist immer die Frage, was man erreichen will. Und jede Funktion, die Pay-to-Win-Option bietet, ob Glücksrad, Arena Manager, Legendary Dungeon, Elevator, hat ja auch einen gewissen Vorteil. Und wenn man den Vorteil gerade braucht, dann ist es definitiv was wert. Ich muss auch sagen, dass Elevator halt eben auch sehr viel Spaß macht. Und da gebe ich gerne ein bisschen mehr Geld aus. Und Legendary Dungeon ist halt Pay-to-Win wirklich sehr, sehr effektiv. Allein schon durch das Gold oder die Ressourcen, die man farmen kann. Es ist halt nicht balanced, ne, weil der das Geld nicht ausgibt, kann da halt nicht mithalten. Aber wenn man fragt, ist es denn das Geld wert? Schon. Und das Glücksrad ist auch extrem wichtig. Wenn man das... Klar, an dem einen Tag ist es nicht ganz so relevant. Aber rechnet mal alles zusammen, was man 365 Tage im Glücksrad bekommen hat. Und man evaluiert das mal. Mörder. Viele Früchte. Also Glücksrad 2.0. Wie viel Holz, wie viel Steine. Was man teilweise vielleicht auch noch braucht. Dann auch noch die ganzen Events, die ja da reinzählen, ne, an einigen Tagen. Also es kann immer das Geld wert sein. Aber man muss sich halt auch, man muss bedenken, wenn man da Geld ausgibt, um Fortschritt zu haben, Progress, muss man effektiv mehr Geld ausgeben, um dann diesen Progress zu halten. Also den Vorsprung, wenn man den Vorsprung halten will, muss man immer wieder auch Neugeld investieren. Und das ist halt dann recht viel. Ja, kommt zum Teil auch aufs Level an. Taube ist richtig, Glücksrad, ja, gerade wegen dem Gold und so. XP, aber wie gesagt, schreibt man jetzt ein Jahr lang mal alle Sachen auf, die man bekommen hat, rechnet dann das mal zusammen, vielleicht auf einem Chart, der schon ein Jahr alt ist. Ja, ist
extrem, was da rauskommt, ja. Aber coole Frage. Also, es gibt ja sicherlich Spieler, die noch weniger Erfahrung haben, die sich auch immer fragen, ja, es ist auch extrem schwierig, es gibt keinen festzulegenden Guide, der sagt, wie du das am besten machst. Also gerade je mehr Geld du zur Verfügung hast, desto variabler kannst du das Geld ausgeben. Man kann nicht sagen, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt für dies und das ist das, weil es kommt immer wieder auf die Situation drauf an. Hannes hat geschrieben, drücke allen mit der coolen Frage die Daumen und wünsche dir noch einen tollen Urlaub. Ach, super, vielen Dank. Ey, wir sind jetzt auch schon eine Stunde fast dabei, ne? Jetzt zu meiner Frage, hast du in deiner Familie schon jemand zum SF-Spielen begeistert von deinen Kindern ab einem gewissen Alter oder hast du vor, die Kinder ranzuführen? Könnte ich mir lustig vorstellen, wenn der Kids mit dir als Mentor mal zusammen auf beim Server spielen. Das ist die Frage, die ich auch im Kopf hatte. Also meine Freundin ist nicht so begeistert vom Spiel. Sie hat mal einen Account erstellt, aus Spaß. Und um mich damals zu vertreten als Gildenleitung auf S23. Also sie hat eigentlich, glaube ich, dann sogar 2 Chars erstellt. Aber sie ist jetzt nicht begeistert vom Spiel. Sie hat früher Clash of Clans tatsächlich mehr gespielt, auch aktiv, als ich das auch gemacht habe. Ja, und bisher habe ich nur ein Kind und das noch relativ jung. Ich werde es jetzt nicht aktiv versuchen, auf Shakes and Fidget zu lenken. Wenn sie mal in einem größeren Alter vorhat, das zu machen, werde ich aber auch nichts dagegen haben, ja. Also das kommt, wir wollen allgemein halt nicht, dass sie jetzt wirklich schon sehr viel zockt. Also sie darf natürlich Handy mit nutzen, ist klar, man wächst damit auf. Aber da muss sie schon ein gewisses Alter erreichen, sodass wir das dann auch rein technisch zur Verfügung stellen werden. Blot schreibt, wenn die Leute, die viel Pilze ausgeben, aber nach 1-2 Jahren aufhören, war es für die das eigentlich nicht wert. Solange man dran bleibt, reicht Greifer und 320 alle durch. Ja, aber die Leute, die aufhören, denen ist das auch wurscht, dass sie das Geld ausgegeben haben. Also es gibt vielleicht auch Leute, die aufhören, weil sie sagen, boah, ich habe so viel Geld ausgegeben, macht mir einfach keinen Spaß mehr. Dann ist es für die nicht mehr wert, noch mehr Geld zu investieren, um weiterzuspielen. Aber das Geld, was sie ausgegeben haben, also wenn die sich dadurch verschuldet haben, dann sorry. Man darf Shakes and Fidget kein Geld ausgeben, wenn man es nicht beiseite hat, wenn man es nicht da hat. Soll man nicht machen. Dann gibt es da auch keine Probleme. Aber die evaluieren das Geld, was sie bereits ausgegeben haben, normalerweise dann nicht in diese Bewertung rein, sondern die sagen sich, jetzt ist der Zeitpunkt, wo es für mich keinen Sinn mehr macht, Geld auszugeben. Gleichzeitig nur Alu spielen, ist denen halt zu langweilig, dann hören die auf. Oder natürlich können auch immer wieder Situationen im Real Life passieren, die halt, wo man sagt, jetzt geht's halt nicht mehr. Ja, also muss man auch bedenken. Ja, für 2 Spins nochmal 2-mal Gold gerechtfertigt. Es geht ja, man könnte jetzt jede einzelne Funktion bewerten, das sage ich ja. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Aber overall ist der Value, den dein Glücksrad bietet, das war ja auch nur ein Beispiel, über ein Jahr lang, es macht ja keiner, das muss man mal machen, um mal die Werte auch zu sehen. Ja. Und wenn man dann noch Lucky Coins farmt und noch nicht mal Pilze dafür ausgegeben hat, dann ist eher die Frage, ist es die Zeit wert? Könnte man genauso fragen. Also man muss das ein bisschen nicht so, ja, man muss es ein bisschen grobschichtiger sehen, um die Frage zu beantworten, sonst kann man sie einfach nicht beantworten. Florik hat geschrieben, grüß dich, Rissmaster. Hat dich der Schritt Richtung YouTube, Twitch Überwindung gekostet? Ich hätte mal Angst, dass Freunde es sehen und sich drüber lustig machen, oder standest du da schon immer zu? Überwindung hat es mich nicht gekostet. Ich hatte tatsächlich mehr Überwindung, oder habe ich auch nach wie vor. Also wenn meine Freundin jetzt hier hinten sitzt, dann mache ich kein Video, weil erstens stört sie das. Und zweitens weiß ich auch, dass sich das Thema nicht so interessiert. Also da lasse ich es dann. Aber wenn er jetzt, ich sag mal, wenn sie jetzt so drauf hört, dass sie das auch zockt und wir das gemeinsam machen oder so, hätte ich da keine Probleme. Und ich habe auch allgemein keine Probleme, über YouTube, Twitch zu reden. Das schon nie gehabt. Wenn es ums Thema Geld ausgeben ging, ja, da war ich manchmal ein bisschen vorsichtiger, weil vielleicht dann schon auch die Reaktionen sind, hä, wieso, das ist ja Quatsch und sowas. Das wollte ich vielleicht nicht immer hören, aber
ja, lustig machen. Also wenn sich da jemand da lustig drüber macht, über etwas, was du halt gerne machst, dann ist die Frage, ob das jetzt wirklich dann ein Freund ist zum Beispiel. Also ob man das sagen kann, dass das wirklich eine Freundschaft ist. Also ich meine, drüber lustig machen ist ja das eine, wenn man es einmal mal macht, so ein paar kleine Sprüche, okay. Aber wenn das dann in eine Art, ich will jetzt nicht sagen Mobbing, aber ne, also wenn es da Zoff deshalb gibt, ja, dann ich tendenziell stand schon immer dazu. Ja. Ach, das ist Flori. Nice. Ist halt ein Stammtischthema. Kappa. Maikot hat geschrieben, man soll die Chance nicht entgehen lassen. Wa? Meine Frage an dich halt, was hat dich an SF so gepackt, dass du es selber so lange zockst und sogar mehr Arbeit reinsteckst, Videos produzierst? Habe ich auch schon beantwortet, das Spiel an sich. Plus, dass ich auch YouTube allgemein für mich entdeckt habe und dann gemerkt habe, dass es eben auch YouTuber gibt zu Shakes and Fidget. Damals, ja, stimmt. iWeapons, MMVZ und halt Spieletrend, Dreamscape. Am meisten hat mich eigentlich Dreamscape inspiriert, muss ich sagen. Von diesen dreien, aber das war so das Kernthema. Ja. Onomen hat geschrieben, wie ist das als Content Creator mitzuwirken? Hat man da oft Meetings mit denen da oben? Das war auch eine coole Frage. Da habe ich auch ein bisschen rumgefaselt. Also man steht mit Bla Games im Kontakt, aber es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt ein Meeting hat, wo man dann teilnehmen muss. Nein, wenn halt die eine Seite was hat, dann geht sie in den Kontakt und dann gibt es eine Antwort und das passt ganz gut. Wenn ich Fragen habe, wende ich mich auch direkt daran und das klappt dann auch immer sehr gut. Guten Abend, Nightmare, grüß dich. Ist ganz locker und entspannt, Gott sei Dank, muss ich so sagen. Also, ich habe immer das Gefühl, also, dass man sogar mehr erfragen könnte, als man macht. Aber das ist nur mein Eindruck. Fego hat geschrieben, ich schaue weiterhin gerne deinen Content. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir erstmal einen geilen Urlaub. PS, ich passe für das Gewinnspiel. Ja gut, der hatte vorhin eine Frage, ich weiß aber nicht mehr welche. Simon Wolf hat geschrieben, wie lange spielst du schon Shakes and Fidget? Haben wir gesagt, angefangen 2011. S16 Deutschland. Danke für deine Videos, hat Paul Klee geschrieben und danke für deine Videogewinnspiele. Denkst du, falls es SF noch gibt, wenn du grau mit Enkelkinder auch noch SF spielst? Das geht so ein bisschen einher in die andere Frage mit der Familie. Stand jetzt würde ich sagen, wenn ich allgemein noch YouTube, also ob ich Shakes and Fidget ohne YouTube, Twitch so in der Form spielen würde, wäre nochmal eine separate Frage. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon da, dass ich Shakes and Fidget durchziehe. Solange wie es gibt jetzt. Weil sich mein Alltag an sich so nicht großartig ändert mehr. Das war früher natürlich anders. Ob es aber so weit reicht, bis ich grau bin oder Enkelkinder habe, das ist noch ein langer Zeitraum. Also da will ich mal... So weit will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Und Sachen sagen, an die ich mich dann halten muss, wenn es soweit ist. Blastoise hat geschrieben, wird es demnächst nochmal einen SF-Stammtisch geben oder ähnliches? Liebe Grüße. Taube hat er auch dazu geschrieben, genau. Ja, die Sache, einen Stammtisch zu führen, ist eigentlich gar nicht so schwer. Es gibt immer Sachen, über die man reden kann. Schwer ist es eher, man braucht jemanden, der das Ganze halt organisiert. Und in der letzten Zeit war ich halt da nicht so in der Lage, im Moment eigentlich auch nicht, das zu machen. Weil ich bin halt selber jemand, der schlecht im Voraus planen kann, nach wie vor, wann ich wie viel Zeit habe. Wenn Emma irgendwann mal älter ist, oder wir doch noch mal irgendwie umziehen, ich ein eigenes Arbeitszimmer und so habe, dann ist es vielleicht noch mal ein anderes Thema. Deshalb halte ich mich da gern ein bisschen zurück, aber Maya Schäfer hat das ja letztes Mal gemacht. Es gibt ja auch von den neueren, von der New Generation Content Creator einige, die auch da Bock dazu haben, die also da gab es auch mal Fragen, wollen wir sowas nicht mal wieder machen, das weiß ich. Ich habe ein Projekt in Planung, was ich jetzt in den nächsten Wochen mal announcen will. Und je nachdem, wie das anläuft, wie viel Zeit ich dafür investieren muss und wie es allgemein auch bei mir aussieht, könnte ich mir aber auch vorstellen, mal zu sagen, man macht einen Stammtisch vielleicht so Richtung Ende des Jahres.
also den ich dann organisiere. Unwahrscheinlich ist es nicht, aber ich will es auch nicht versprechen, 100%. Bock im Moment hätte ich schon dazu. Also ich gehe gerade sowieso in eine Phase, wo ich sage, ich will auch wieder ein bisschen mehr Content oder mich ein bisschen mehr auf Content fokussieren, wo ich nicht selber spiele. Zuletzt war es halt doch viel und klar, ich werde der neue Server immer irgendwo mehr oder weniger dabei sein. Aber man muss ja nicht alles dann immer täglich mit einem Video zu den neuen Servern dann machen, sondern dass man das ein bisschen dann variiert. Das ist immer mal unterschiedlich bei mir. Und im Moment gehe ich wieder in eine Phase, wo ich sage, muss nicht immer ein tägliches Video sein und Gameplay auch nicht. Jetzt, manchmal gibt es dann auch gar nicht so viel Gameplay mehr. Macht man halt wieder Sachen. Sowas wie Players to Watch, ne? Also, liebe Grüße an den Blastoise vom Blotz. Liebe Grüße zurück, denke ich mal. Max der Dax hat geschrieben, findest du SFS vom Innencontent her gut, wie es ist? Oder gibt es selber noch etwas gern, was du im Spiel hättest? Ja, die Frage habe ich auch schon beantwortet. Es ist halt extrem schwierig zu sagen, einfach ja oder nein, finde ich, weil das Spiel, so wie es funktioniert, in seiner mathematischen Berechnung und RNG-Faktor, was willst du da noch großartig für Content bringen? Wir haben schon gesagt, oder ich, alles, was noch mehr Zeit dann auch braucht, ist halt auch schwierig zu sehen. Daher finde ich allgemein die Entwicklung abseits von reinem Content ganz gut. Es gibt jetzt nichts, was ich direkt gerne im Spiel hätte, außer die bereits erwähnten Änderungen, also weil ich auch gar nicht wüsste, was noch möglich sein sollte. Was für Content denn der reinpasst bei Shakes and Fidget, den wir im Moment überhaupt gar nicht haben und der vielleicht auch nichts mit dem eigentlichen System zu tun hat. Weil eben der Content, den es dazu gab bisher, der Arena Manager halt auch nicht so geil rübergekommen ist. Und genau, jetzt fällt mir auch was ein zu dem Thema. Ich möchte nach wie vor, ich habe es schon öfter erwähnt, das habe ich, fällt mir jetzt auch wieder ein, ich würde mich freuen, wenn Player Games den Competitive-Spielern, diejenigen, die das Spiel gut kennen können, eine Möglichkeit gibt, das zu zeigen. Das gab es bisher nur über Speed-Server. Der Beta-Server zeigt auch, es ist möglich, gewisse Situationen darzustellen. Ich würde mich freuen, wenn Player Games einen zeitlich begrenzten Server oder 2 announced, auf dem Spieler spielen können. Der eine rein Free-to-Play ohne Pilze, mit allen anderen Features. Der zweite wäre ein Server mit Pilzen, aber einer festgelegten Anzahl an Pilzen. Und meinetwegen kannte Player Games das für mich, also wenn die einen Free-to-Play-Server anbieten, dann hätte ich auch kein Problem damit, wenn die dann einen Server anbieten, der sagt, okay, du kannst dir meinetwegen für 100 Euro 3600 Pilze kaufen, aber mehr Pilze gibt es halt nicht. Und wenn dann 100 Leute sagen, die haben da Bock zu, kaufen die sich ein, spielen dann ihre 2 bis 4 Wochen den Char. Und dann kann man mal gucken, wie es aussieht. Oder man sagt, man kriegt einen Level 300 Char mit gleichen Werten, gleiche Ausgangssituationen, kriegt 3600 Pilze für 100 Euro und spielt. Und dann könnte man das Ganze natürlich ähnlich wie beim Speedserver auch mit gewissen Belohnungen für die besten Spieler honorieren, wie auch immer die aussehen. Würde ich mich freuen, wenn es sowas gibt. Ich würde bei sowas nie mitmachen. Da würde ich ganz klar verlieren, in beiden Fällen. Rein zeitlich schon. Aber ich würde es begleiten. Und ich denke, dass es einen Teil der Community gibt, die genau sowas auch sich wünscht, die sowas braucht, die eben nicht diesen immer wieder neue Server, immer wieder nur, ja, kein richtiger Content für, wenn man wirklich Late Game spielt und die wirklich schon auch hohe Chars haben und halt keinen neuen Server anfangen, weil das für die einfach keinen Wert hat. Und gerade eben auch Free-to-Play, damit auch die Spieler, die kein Geld investieren wollen, die Chance haben, ihre Skills zu zeigen. Es gibt gute Free-to-Play-Spieler auf vielen Servern, die halt einfach durchs Raster fallen, weil sie keiner sieht. Ich merke das durch meine Players to Watch so ein bisschen.
die hätten es auch verdient. Free-to-Play-Spieler müssen mehr honoriert werden bei Shakes the Fidget, finde ich. Beziehungsweise, ja, es gab halt nicht immer Features, die so mega Free-to-Play-freundlich waren. Ne? Also es ist ja alles machbar Free-to-Play, aber die Balance zwischen Free-to-Play und Pay-to-Win ist halt bei einigen Sachen so, bei anderen Sachen ist es so, da ist es okay, aber bei anderen Sachen ist es halt so. Ja, ich kann Free-to-Play nicht spielen, aber Shakes the Fidget würde nicht so existieren, wenn nicht auch eben viele Spieler Free-to-Play auf den Servern aktiv wären. Ja, die gehören auf jeden Fall zur Gesamtheit dazu. Okay, das kann ich jetzt nicht alles vorlesen. Hier geht es um Grießpudding. Gut. Wichtiges Thema anscheinend, wurde hier nicht gefragt. Kloschen hat geschrieben, vorab möchte ich sagen, dass der Content richtig Mehrwert bietet. Projekte für Players to Watch. Vermutlich viele Spieler motiviert, am Ball zu bleiben. Meine Frage wäre, welchen Server du zurzeit am liebsten bespielst, wo du mit der meisten Motivation dabei bist. Mach weiter so. Also erstmal vielen Dank für das Feedback. Ich bin tatsächlich auch froh, dass ich wenigstens ein paar Sachen habe, die wirklich, ja, die so Stichwörter sind, wie so Stammtisch, wenn auch nicht mehr ganz so doll wie früher. Players to Watch, also wenn man das hört oder liest, dass man weiß, ach, das ist Projekt vom Herrn Rizzle oder so, also sowas finde ich halt ganz geil. Das ist wie so eine Marke, die man sich erschafft. Ähnlich zum Beispiel Dämonenkrieger. Gorgos ist Dämonenkrieger, ne? Also so Sachen, ne? Da gibt es sicherlich viele Beispiele. Ich bin ja gar nicht überall drin, so. Die bleiben halt im Kopf. Und das ist, ja, Grießpudding bei Sergio Kurai, ja. Aber geil, dass das Thema mega chataktiv ist. Ha! Chataktiver als das alles, was ich hier so bespreche, teilweise. Macht weiter so, Leute. Und welchen Server spiele ich zurzeit am liebsten? Aha, das ist ja immer schwierig. Also, ich habe es ja schon gesagt, ich bin immer sehr geil dabei. Ich find Serverstart super, mir macht es Spaß. Auch mich immer zu versuchen, auch zu verbessern. Dann schon das Pads legen und so Pad-Reihenfolge, dann alles starten. Es ist nervig, aber es macht mir extrem viel Spaß. Auf EU5 muss ich sagen, hat es mir extrem viel Spaß gemacht, mal die Festung auch zu skippen. Es ist natürlich teuer, aber zu sehen, was es halt bringt, ja, will ich sagen, also das ist jetzt alles auch ein bisschen ruhiger geworden, aber hier ist noch ein bisschen Content drin. Bis zur Dungeon-Pause ist das mit mein liebster Server neben S41, weil es eben der älteste Server ist. Aber mich motivieren halt immer die neuen Server natürlich extrem mit allen Sachen, die man sich da vornimmt. Es ist auch das Feedback, die Reputation von den ganzen Leuten. Der neue Server ziehen, obwohl es so viele schon gibt oder gab, immer wieder trotzdem die meisten Leute an. Und das, ja. Wichtig ist dann, das, was man hat, halt auch zu behalten. Und da hatte ich auch lange Zeit Probleme mit, muss ich sagen. So, dann hat Neo geschrieben, ich versuche manchmal mit den Gedanken Shakes and Fidget aufzuhören. Das habe ich schon beantwortet. Im Moment, wenn es das Real Life zulässt, bleibe ich bei Shakes and Fidget. Definitiv. Wenn die Performance muss passen. Und das, ja. Festungsskip macht süchtig, das Fakt, schreibt Taube. Ja. Kann ich schon so ein bisschen fühlen jetzt nach Dings. Einfach mal vierstellige Pilzanzahl weg ist, aber halt auch schwierig. Was magst du mehr? Hat Jan hier. Jan hat auch gefragt, Pets oder Unterwelt? Also mir machen die Pets mehr Spaß als die Unterwelt. Das liegt aber auch daran, dass die Pets natürlich neben dem... Also die sind rechtzeitig dabei, die kann man rechtzeitig bespielen, deutlich zeitiger als die Unterwelt. Und bieten aber trotzdem deutlich... Also, ne, du kannst halt in den Pets einfach es mehr machen. Es geht ja nicht nur um das reine Ausbauen, sondern du kannst mit den Pets auch spielen, das eigene Ranking, dann der Sammelfaktor, was sich teilweise über 1-2 Jahre zieht. Dann halt natürlich auch alle Pets zu füttern, hochzuleveln.
bis man sie irgendwann dann mal maxed hat. Und selbst dann gibt es noch die Funktion mit den Tränken. Also ich finde, das ist das Feature im Moment, also neben dem eigentlichen Game-Feature, was am meisten Variabilität bietet, am meisten Handlung, auch wenn sich viele Sachen wiederholen, über einen langen Zeitraum. Das finde ich eigentlich geil und das fehlt mir ja, wie gesagt, bei der Unterwelt. Nach ein paar Monaten hat man hier alle Ressourcen voll, man baut nur noch halt ein Gebäude aus. Man lurkt eigentlich keine, also es sei denn, man will jetzt unbedingt in der Unterwelt Ehrenhalle, aber also diese komplett, das packt mich nicht so ganz, wie es bei den Pets halt passiert. Ja, genauso wie mit der Festung. Aber wenn es halt, ne, ich meine, wenn es halt so läuft, dann haben eigentlich, hier ist es nicht so, hier hat einer gerade die meisten Punkte, aber wenn wir jetzt mal auf ältere Server gucken, S41 nehme ich jetzt mal hier, Beispiel. Ja, da haben halt, also sowas, ne? Das ist halt Quatsch. Haben alle die gleichen Punkte. Also das gibt es bei der Festung nicht, aber bei Festung ist halt das Thema Bot, ne? Also man weiß halt nie. Gut. Jetzt bei den Top-Leuten nicht davon aus, dass es Bots sind, also ne, weiß man ja eigentlich auch, aber trotzdem, ja. Da geht es eher darum, wie viel Zeit man halt auch ein bisschen hat. Gerade im Late-Game. Aber bei den Pets ist es halt ein bisschen RNG kann ruhig drin sein. Das fehlt mir im Moment halt, wie gesagt, so bei den Festung und Unterwelt. Ja. Mr. Kappa, wie bist du zu SF eigentlich gekommen? Habe ich schon gesagt, durch ein anderes Browser-Game, Hexball. Void hat gefragt, hast du vor, noch andere Games zu bringen im Stream oder als Video, zum Beispiel Counter-Strike 2, was jetzt bald rauskommt. Und ja, wie immer geile Aktion, danke fürs Feedback. Counter-Strike ist nicht mein Spiel, war nie mein Spiel, Hitscan. Ich bin mit Unreal Tournament groß geworden, deshalb ist so ein Spiel wie Overwatch eher interessant. Im Moment spiele ich eigentlich nur aktiv Rocket League und manchmal PUBG, neben Shakes and Fidget. Es gibt viele Sachen, die ich machen will, wenn man meinen YouTube-Kanal mal verfolgt. Selbst den Kanal hier habe ich, seitdem es den Kanal gibt, sehr, sehr viele Sachen gemacht. Nicht nur Games, auch mehr, was YouTube betrifft. Und auf meinem alten Kanal auch schon damals bis 2015, weil ich immer Bock hatte, irgendwas zu zocken. Ich habe eigentlich nicht zwingend vor, das auf dem Kanal jetzt großartig zu ändern. Ideen gibt es zwar, aber ich wüsste dann auch, dass ich mich dann mit der Zeit, die ich habe, wieder zu sehr unter Druck setzen würde. Das möchte ich eigentlich nicht. Und man muss halt sagen, dass Shakes and Fidget overall halt für mich am besten läuft. Es ist meine Base-Community, ist Shakes and Fidget. Es läuft natürlich auch durch den Support von Player Games deutlich entspannter als früher. Ja, deshalb ist schwierig. Also ich könnte auch Rocket League einfach aufnehmen und ein Commentary machen oder so. Ja, wäre kein Problem. Könnte ich machen. Es gibt sicherlich auch Leute, die das interessiert, aber dann musst du halt spielen, dann musst du das noch visuell aufnehmen und musst du schneiden. Dann musst du auch ganz andere Thumbnails und also was. Ich bin ja kein Thumbnail-Meister, ich würde es auf die gleiche Art und Weise wahrscheinlich machen. Einfach einen Hintergrund nehmen und eine Schrift drüberlegen. Aber es ist dann halt wieder Aufwand. Und, naja, im Moment sehe ich das nicht so bei mir. Taube hat geschrieben, wann wir der Livestream. Ja, wir sind ja gerade noch auf dem Livestream. Grüße an Taube. Hanrüse einfach alles verdient. Eine Tonne Liebe in seine Körperöffnung. Dankeschön, Sergio. Plotz würde ändern wollen, dass bei den Pets mehr Klassen existiert. Wäre interessant für die Hydra, ja. Ist sicherlich ein interessantes Thema, müsste man halt durchspielen mit allen Optionen. Dass halt auch eine gewisse Balance da ist. Würde natürlich alles über den Haufen werfen, was man über die Pets zu wissen gedenkt. Aber ja. Aber die Pets sind für mich eher ein Feature, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen mit der rosaroten Brille, wo ich am wenigsten Änderungsbedarf sehe. Weil es eigentlich auch schön ist, dass man weiß, okay, man hat hier halt noch die klassischen Klassen.
Es macht es einfacher und es hat auch ein bisschen Nostalgie. Aber vielleicht sehe ich das auch ein bisschen zu einsichtig. Ja. Red Fox hatte geschrieben, was ist deine Lieblingsklasse? Auch die Frage haben wir schon beantwortet öfter. Und das war die letzte Frage. Krass, wie lange habe ich jetzt hier ich habe länger aufgenommen als schon beim ersten Mal. Aber gut, war natürlich auch durch den Livestream bedingt. Ich bedanke mich fürs Mitmachen. Ihr seht jetzt dann noch im Hintergrund die Gewinner. Bitte meldet euch bis Donnerstag, spätestens Freitag. Wenn sich die Gewinner nicht gemeldet haben, dann muss ich den Gewinn nochmal umverteilen. Und ja, aber hat Spaß gemacht. Das Video geht jetzt aus, der Stream geht noch ein bisschen weiter. Und haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.